Für die Vanillekipferl verrühren wir zunächst Butter, Zucker, Vanillinzucker, eine Prise Salz, das Mark einer Vanilleschote und ein Eigelb. Sobald alles gut vermengt ist, geben wir gemahlene Mandeln und Mehl hinzu und verkneten das Ganze, bis ein krümeliger Teig entsteht. Den Teig kneten wir dann auf der Arbeitsfläche kurz durch, wickeln ihn in Frischhaltefolie ein und stellen ihn für etwa eine Stunde in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen schneiden wir ein Stück vom Teig ab und stellen den Rest erst einmal wieder kalt. Dann kneten wir den Teig mit den Händen nochmal kurz geschmeidig, drücken ihn fest und formen daraus eine etwa daumendicke Rolle. Die Rolle teilen wir dann in 2 cm breite Scheiben. Auf diese Weise erhalten wir in etwa gleich große Stücke, damit die Vanillekipferl alle gleichmäßig backen. Bei mir wiegt jede Scheibe ungefähr 10 Gramm. Aus den Scheiben formen wir zunächst kleine feste Kugeln und rollen diese dann in der Handfläche zu kleinen Röllchen. Die Enden sollten dabei nicht zu dünn werden, weil sie ansonsten beim Backen zu stark bräunen. Die Röllchen krümmen wir schließlich zu Halbmonden, sodass die typische Kipferlform entsteht. Die Kipferl legen wir auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und backen sie im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 10 bis 15 Minuten. Sie sind fertig, wenn die Spitzen beginnen, Farbe zu bekommen. Die Unterseite der Kipferl sollte goldgelb gebacken sein. Die gebackenen Vanillekipferl lasse ich erst abkühlen und bestreue sie danach mit einer Mischung aus Puder und Vanillinzucker.